Hallo, hier ist wieder Manuel von 40K Wohnzimmer mit des Wohnzimmers Gedankenkotze und dem Thema: Das Internet ist böse. Du willst wissen, warum oder was ich damit meine? Dann bleib dran bis nach dem Intro. Herzlich willkommen beim 40K Wohnzimmer, dein Kanal rund ums Hobby Miniaturenbemalung und Co. Schau auch gerne bei unserem Partner Tabletop Kingdom vorbei. Dort gibt es bis zu 25% auf GW-Produkte und mehr. Natürlich auch Base X. Basing leicht gemacht für jedermann. Solltest du deine Miniaturen bemalen lassen wollen, komm auf unsere Seite www.40kwohnzimmer.de, unserem Painting Studio. Und nun viel Spaß bei folgendem Format. Ja, hallo, hier ist wieder euer Manuel von 40K Wohnzimmer. Worum geht's in diesem Videoformat? Ich habe gesagt, das Internet ist böse. Was genau meine ich damit? Erstmal herzlich willkommen des Wohnzimmers Gedankenkotze Langformat. Ja, das Internet ist böse. Was meine ich damit? Hm, muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, hey, wenn ihr Künstler seid, beziehungsweise Miniaturen bemalt, Bilder bemalt, Skulpturen erstellt oder, stellt eure Werke im Internet. Und in dem Rahmen, finde ich, muss einem was klar sein. Und da geht es mir jetzt nicht nur um Miniaturenbemalung, um Bilder malen, Zeichnungen. Nein, es geht sogar um Listen, Turnierlisten. Ähm, Das alles hat Auswirkungen, wenn ihr das ins Internet stellt. Und zwar auf euch. Wie meine ich das Ganze? Es ist ja im Regelfall so, man lädt was ins Netz hoch. Zum Beispiel Fotos seiner Miniaturen. Und dann liken das Leute, ignorieren das Leute und kommentieren das Leute. Und dann gibt es Kommentare drunter, die gefallen einem. So, hey, sieht gut aus, freut mich, klasse. Bam. Dann gibt es aber auch so Sachen darunter, die gefallen einem nicht. Negative Kommentare, Hasskommentare. Oder aber Kommentare, die gut gemeint sind, die bei einem aber selber was auslösen. Und zwar Tipps und Tricks, obwohl nicht danach gefragt wurde. Wenn man aktiv nachfragt, muss man mit rechnen. Aber wenn man nicht aktiv nachfragt, rechnet man eventuell nicht damit, dass sowas kommt. Aber ich kann euch versprechen, irgendwann kommt der Moment im Leben, wo ihr was hochladet und dann kommt das. Dann kommen Dinge, Kommentare, die euch zum Nachdenken bewegen, die euch blockieren können bei dem, was ihr da gerade tut. Sei es Warhammer 40k spielen, weil ihr eine Liste hochgeladen habt und dann kommt jemand her und sagt, ah, hier voll overpowerte Liste, dein Gegner hat gar keinen Spaß, spielst ja nur Eldari, dich hassen alle oder die böden Tauschspieler. Und da muss man ein bisschen drauf gefasst sein. Bei Miniaturen bemalen ist es, hey, ich finde deine Miniatur hässlich, ich finde die scheiße. Das sind so Extreme. Was aber auch was machen kann, ist, man stellt was hoch, wo man sagt, hey, das Ganze ist noch Work in Progress, ich probiere gerade neue Sachen aus. Und dann schreiben Leute Verbesserungsvorschläge drunter. Man denkt sich so, naja, aber die Miniatur ist ja noch gar nicht fertig. Und daraus kann passieren, dass man sich hinsetzt und sich selber blockiert bei seinem Hobby. Und das ist dann total schade. Und ich glaube, den Leuten ist das nicht bewusst, die sowas drunter kommentieren. Ich glaube, da machen sich Menschen keine Gedanken drüber. Ähm, Da geht es jetzt gar nicht spezifisch um mich, sondern generell. Das fällt mir immer wieder auf unter verschiedenen Posts. Und ich finde es ganz lustig. Alle sagen immer das böse TikTok. Fun Fact: Beim bösen TikTok ist es mir bisher am seltensten passiert, dass ich irgendwelche Hasskommentare drunter hatte. Jetzt mache ich auch keinen politischen Content, muss man sagen, sondern ich bemal Miniaturen.
Da ist die Szene tatsächlich echt tiefenentspannt, anders als auf anderen Plattformen. Ganz schlimm ist hier übrigens YouTube, wo ihr das Video gerade seht. Übrigens, wenn ihr den Kanal noch nicht folgt, dann macht das bitte. Abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert das Video. Habt ihr auch schon Erfahrungen mit negativen Kommentaren oder sowas gemacht im Internet? Naja, man muss dann überlegen, wie gehe ich damit um? Mit Hasskommentaren gehe ich ganz klar um und feindlichen Kommentaren oder Beleidigungen, die lösche ich. Das muss jeder für sich entscheiden, was er damit macht. Man kann die auch gnadenlos stehen lassen, weil für den Algorithmus sind die genauso gut wie jemand, der drunter schreibt: Hey, coole Mini. Jemand, der drunter schreibt: Hey, Arschloch, die ist scheiße. Das ist für den Algorithmus genauso toll. Aber eventuell nicht für euren Kopf. Und das ist das, was ich meine. Das Internet ist nicht gut. Alle Menschen im Internet meinen, die wären anonym. Ich verrate euch jetzt mal was. Keiner ist im Internet anonym. Viele Menschen glauben auch, der Internet ist ein rechtsfreier Raum. Ist er auch nicht. Ist ein bisschen schwierig, da manchmal hinterzukommen oder dran zu kommen. Aber Beleidigung bleibt Beleidigung. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel Miniaturbemalung nehmen. Gerade wenn dann Leute beleidigen oder rumtrollen, dann müsst ihr euch mal den Spaß machen und versuchen, ein Profil von der Person zu finden. Ob die selber auch Sachen hochgeladen hat. Oft haben die das nicht. Weil ich glaube, dass diese Leute genau Angst davor haben, dass denen das auch passiert. Oder sie dann gar nicht mehr trollen können, weil mir ist das auch schon mal passiert, beziehungsweise ich habe es auch schon gesehen bei jemandem, der hat das bei jemandem mal drunter geschrieben, dann habe ich mir die Miniaturen des anderen angeguckt und die waren um ein tausendfaches schlechter. Und dann nehmt euch zurück, freut euch eures Lebens, dass ihr besser malt als der andere oder dass ihr es für euch besser macht und kommentiert nicht bei ihm runter. Ne? Also don't feed the troll. Außer, und dann bleibt ihr aber auf eurem Account, ihr wollt richtig, dass unter eurem Post die Post abgeht. Ihr verpackt es mental richtig gut, euch ist scheißegal. Ihr seid Rambo im Internet, ne? Beziehungsweise Slimamo der Astra Militarum. Dann fetzt euch mit den Leuten höflichst, immer höflich bleiben, darunter und argumentiert dagegen. Ist für euren Beitrag total gut. Der Troll fühlt sich aber eventuell gefüttert und wird immer weiter ballern. Aber was mir ganz wichtig ist, passt auf eure Mental Health auf. Es ist mega wichtig, weil wir machen das alle hier als Hobby. Ähm, also, ne? Und das soll Spaß machen. Und selbst wenn es kein Hobby ist, sondern Arbeit, dann sollte es Spaß machen. Und lasst euch den Spaß nicht nehmen und lasst euch nicht blockieren. Beispiel. Ich hatte einen Kommentar mal unter einem Video von einer Miniatur, wo ich was Neues ausprobiert habe. Und da habe ich reingeschrieben, Neues ausprobiert, Work in Progress. Habe das sogar im Video gesagt. Und noch ganz wichtig, viele Leute gucken oder hören eure Videos nicht. Die gucken dann nur rein, sehen eventuell das Bild, aber hören den Ton nicht. Ganz schwierig sind Captions, also Captures, unterbilden. Das liest kein Schwein. Nee, das liest keiner. Weder auf Instagram noch TikTok. Musst du irgendwann mal einen Test machen. So, wer das liest, schreibt Bubbelwupp rein. Keine Ahnung. Und dann kriegt ihr Sachen und Kommentare. Und damit müsst ihr lernen, umzugehen, wenn ihr Sachen ins Netz stellt. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist, das Internet vergisst nicht. Selbst wenn ihr eure Sachen wieder löscht, werdet ihr es nicht schaffen, eure Sachen aus dem Internet zu kriegen. Überlegt also immer ganz gut, was ladet ihr hoch? Was könnten für Reaktionen kommen? Und kann und will ich mit den Reaktionen leben? Wenn darauf die Frage ist ja, also die Antwort ist ja, dann macht das. Wenn darauf aber die Antwort ist, boah, ich bin mir unsicher, dann lasst das. Weil gerade, wenn ihr neue Sachen ausprobiert zum Beispiel, dann ist man ja noch gar nicht gefestigt da drin. Ne? Also
wenn man eine neue Maltechnik ausprobiert. Dann ist man noch nicht gefestigt in der Maltechnik und auch noch nicht gefestigt in seinem Sein und man lässt sich unheimlich schnell verunsichern. Oder nein, nicht jeder, aber es gibt Menschen oder Situationen, da lässt man sich dann verunsichern. Und das muss euch bewusst sein, wenn ihr Dinge ins Internet hochladet. Weil das Internet ist nicht pauschal böse. Gottes Willen, da gibt es ganz tolle Dinge. Aber es gibt viele schwierige Menschen im Internet, Menschen, die meinen, die wären geschützt durch Anonymität, hm, was sie einem eventuell so niemals trauen würden, ins Gesicht zu sagen. Ja, und ihr wisst nie, wer dahinter steckt. Also, wenn ihr einen Namen liest, das kann ein Zwölfjähriger sein, das kann ein 50-Jähriger sein, das kann eine 70-Jährige sein, das kann eine 10-Jährige sein. Das ist total egal, das wisst ihr nicht. Hm, Und ihr wisst auch nicht, welche geistige Reife dahinter steckt oder welche Intention dahinter steckt. Und dessen müsst ihr euch bewusst sein, wie gesagt, weil Menschen, gerade in der Anonymität des Internets, tun viele dumme Dinge, ohne darüber nachzudenken, welche Folgen das hat für die andere Person. Wenn du vor jemanden stehst, dann kriegst du eine Reaktion mit, was du auslöst. Das tut das Internet nicht. Wenn ihr jetzt hier irgendwas drunter schreibt, ihr kriegt es nicht mit, wie ich darauf reagiere direkt. Und das muss einem halt einfach bewusst sein, als jemand, der Sachen hochlädt. Weil ihr werdet es nicht verhindert kriegen, dass das irgendwann passiert. Und umso mehr ihr wächst, umso höher wird das passieren. Ganz besonders Livestreams. Es wird der Moment geben, da kommen Leute, die passen nicht in euer Weltbild und in euer Kram. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, wie ihr damit umgeht für euch. Ihr lebt damit und habt das akzeptiert. Ihr lebt damit und euch geht's scheiße, dann solltet ihr aber was dran ändern. Oder ihr findet einen Umgang damit. Mein Umgang ist zum Beispiel in meinen Livestreams und auch bei mir auf dem Discord. Benimmt sich jemand nicht, so wie ich es für mich wohlfühlend und gut empfinde und nicht respektvoll, dann banne ich den. Dann ist mir egal, ob ich dann Zuschauer weniger habe ähm, oder auch jemand auf dem Discord weniger, aber gehe ich hart mit um. Und ich finde es unheimlich wichtig, weil bisher kriege ich ganz viel aus meiner Community zurück, dass wir eine total angenehme Community haben und eine sehr respektvolle Community haben. Und darum bin ich unheimlich dankbar. Und das will ich auch beibehalten. Und das schafft man, indem man als Content Creator auch genau dafür sorgt. Nämlich mit solchen Sachen. Und ja, Kommentare löschen ist schlecht für die Reichweite. Generell. Aber ich glaube, auf Dauer rechnet sich das. Mm, Vor allen Dingen guckt, dass es euch gut geht damit. Das ist das Wichtigste. Na? Und jetzt nochmal die Frage, sollte man alles ins Internet hochladen? Ich glaube nicht. Es gibt Dinge, die lade ich auch nicht hoch. Hm, Ladet das hoch, wo ihr sagt, egal welche Reaktion kommt, ich kann damit umgehen. Ich komme damit zurecht, ich komme damit klar, es ist okay für mich. Selbst wenn jemand sagt, finde ich scheiße oder ich finde dich scheiße. Das hört keiner gerne. Aber das wird euch passieren, wenn ihr Dinge ins Netz ladet. Und vergesst niemals, die verschwinden nicht aus dem Internet. Die werden immer im Internet bleiben, selbst wenn ihr euer Profil deaktiviert. Weil irgendjemand hat darauf reagiert oder hat geteilt, hat einen Screenshot gemacht, hat das Video abgefilmt. Es gibt diverse Möglichkeiten. Dementsprechend empfehle ich da wirklich ganz klar, achtet auf euch und wenn ihr selber im Internet unterwegs seid, achtet darauf, was macht ihr im Netz. Weil dann gehört ihr auch zu den sympathischen Menschen und nicht zu denen, die einfach wild irgendwie loswüten oder rumtrollen. Ja, also, ist das Internet böse? Nein.
ist es nicht. Aber es gibt Menschen, die nicht nett sind oder auch böse sind im Internet. Und genau das muss man wissen. Das geht von Betrug über Beleidigung und ähnliches. Ne? Ihr wisst nie, wer auf der anderen Seite ist. Selbst Content Creator. Ne, wenn ihr regelmäßig bei mir im Stream seid und ne, alles. Ihr wisst das, was ich präsentiere von mir. Und das ist so. Ne? So, und in diesem Sinne, kommentieren, liken, abonnieren. Und dann sage ich mal, bis bald, euer Manu vom 40k Wohnzimmer. Ciao. Aus Farbe wird Geschichte. Aus dem Wohnzimmer werden Legenden. Jeder Pinselstrich zählt. Jede Miniatur spricht. Dies ist mehr als ein Wettbewerb. Dies eine Bühne für dein Können. Painting Legend, wo Miniaturen und Künstler unsterblich werden. Sei auch du dabei. Mach mit.